Heute wird gewandert. Ich bin gerade in der Nähe vom Kuangsi Waterfall, außerhalb von Luang Prabang. Und ich wandere nicht alleine, ich wandere mit unseren Pferden. Da vorne sind sie. Ich bin allerdings zu groß und zu schwer für die Pferde. Deswegen muss ich laufen und das Team darf reiten. Ja, jetzt geht es hier ein bisschen durchs Umland von Luang Prabang. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran und viel Spaß. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist und wissen willst, wie das Leben und der Alltag in Laos aussieht, dann bist du hier genau richtig und lass direkt erstmal ein Abo da. Ja, wie gerade eingangs gesagt, bin ich heute wandern und zwar vom Kuangsi Waterfall durch das Umland in Richtung Mekong, so ein bisschen durch die Berge. Ich bin jetzt hier auch gerade schon auf so einem Sandweg, auf so einer Sandpiste. Die Pferde sind 20 Meter voraus. Sie sind halt schneller als ich. Ich war selbst noch nie hier in dieser Gegend, aber es sieht schon mal richtig gut aus. Richtig adventurous. Mal gucken, was uns hier unterwegs so alles begegnet. So sieht es jetzt aktuell auf jeden Fall aus. Das ist jetzt der Trail hier, dem wir folgen werden. Etwa 8 bis 9 Kilometer lang soll er sein. Mal gucken, wie es mein Bein am Ende des Tages geht. Ich bin ja nicht so der Wandersmann. Ich hatte ursprünglich vor, das Fahrrad mitzunehmen. Allerdings, nachdem die Pferde auf den Truck geladen waren, war da einfach kein Platz mehr fürs Fahrrad. Also wird gelaufen. Aber das kriege ich ja wohl hin. Hoffe ich zumindest. Ich werde zumindest morgen rausfinden. Okay, der erste Anstieg ist geschafft. Und es ist auch schon gut warm. Schauen wir mal, was die Wetter-App sagt. Die vergangenen Tage waren es auf jeden Fall immer um die 40 Grad. Ja, jetzt sind es 33 Grad, morgens früh um 10. Also bis mittags wird es bestimmt wieder 40 Grad werden. Also ja, zum Glück habe ich genug Wasser dabei. Und Sonnencreme ist auch aufgetragen. Ich glaube, das Team hat es einfacher. Schaut euch das an. Denen geht es richtig gut da auf den Rücken der Pferde. Are you the guide now? Là-bas, t'as propriété et ensuite So, der Trail wird jetzt immer enger und es besteht Stolpergefahr, also Augen auf. Es geht weiter hoch in die Berge, immer weiter nach oben. Und es wird auch immer wärmer.
So, wir sind drauf und dran, das erste Dorf zu erreichen. Ist da unten im Tal drinne. Sieht nach einem einfachen Dorf aus. Ich sehe keine Elektrizität. Ich bin gespannt, wie es da unten aussieht. Und ich bin auch gespannt, wie die Leute auf uns und vor allem auf die Pferde reagieren werden. Denn obwohl das ja eine einheimische Rasse ist, sieht man die Pferde sehr selten hier mittlerweile. Im Norden und im Osten des Landes mehr, aber hier rundum nur im Brabant halt gar nicht. Und da sind die Reaktionen manchmal wirklich interessant. Mal gucken, ob ich davon ein bisschen was einfangen kann. Hey, buddy. Okay, es geht los mit den Reaktionen. Als erstes kommen die Hunde. Sie drehen durch natürlich. Oh, da kriegen sie Angst. Erst machen sie einen Anstarrwettbewerb und dann kriegen sie Angst und hauen ab. Aber lieber in die Richtung als in meine Richtung. Okay, weiter geht's. Oh, hello. Someone is curious, eh? Wie es aussieht, kommen wir nur tiefer rein ins Dorf. Und mein erster Eindruck von oben hat sich getäuscht. Es gibt hier draußen Elektrizität. Ganz einfache Kabel von Haus zu Haus gespannt. Man sieht das hier einmal über den Weg gespannt hier zum Haus hier. Samale. How's life on the back of a horse? It's hot. Yeah. Same here. As you can tell. Voila! Yeah, I've walked. Thank you. Ja, wie man gesehen hat, sind es vor allem die Kinder, die neugierig sind, aber zugleich auch sehr schüchtern sind.
Aber das ist typisch Lao, das ist die Mentalität, das ist die Kultur. Aber das ist auch das, was ich hier mag. Das ist halt sehr charmant. Was hier draußen auch stark auffällt, ist, dass wir aktuell mitten in der Burning Season sind. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, ehrlich gesagt, weil wir haben schon Anfang Mai jetzt. Und traditionell ist die Burning Season Mitte April vorbei. Also mit Ende des Pi Mai Lao Festivals, also dem laotischen Neujahrsfest. Das ist auch der Übergang zur Wet Season. Dann ist normalerweise auch vorbei. Aber ja, wenn man sich umschaut, man sieht das wahrscheinlich sehr gut hinter mir, egal in welche Richtung ich mich drehe. Der Himmel ist grau. Ein grauer Schleier an Smog, Rauch von der Burning Season. Weil halt jede Menge Ackerflächen geschaffen werden, die einfach niedergebrannt werden. Von dem, was ich höre, offensichtlich hauptsächlich Cassava. Und somit ist die Luftqualität natürlich auch nicht so dolle. Der Air Quality Index war jetzt in den vergangenen Tagen um die 180. Also ja, eine Kategorie ungesund. Also hier draußen rumzuwandern ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die klügste Idee von mir. Aber ich habe schon viele dumme Sachen gemacht in meinem Leben. Da kommt es auf diesen kleinen Wandertag, glaube ich, auch nicht mehr drauf an. Jedenfalls würde ich das grundsätzlich eigentlich nicht empfehlen. Den Link zum Air Quality Index auch nochmal hier unten rein in die Videobeschreibung, falls ihr vorhabt, hierher zu reisen, damit ihr das Thema auf dem Schirm habt und eure Gesundheit auch nicht aufs Spiel setzt. Das ist das, was ich meine. Direkt hier durch die Büsche durch. Ich hoffe, man kann es jetzt hier in der Kamera sehen. Da brennt es schon wieder. Da werden weitere Ackerflächen geschaffen. Das ist hier so die Tradition. So wie in anderen Teilen der Welt. Zu anderen Zeiten. Was weiß ich, wie in Europa im Mittelalter. Ganz genauso. Ah, von hier sieht man es besser. So sieht das denn aus. Ordentlich viel Feuer. Überall. Tag und Nacht. Also ich bin jetzt neulich Nacht, auch mitten in der Nacht aufgewacht, weil mir die Augen gejuckt haben. Ja, mein Hals war trocken, hatte Kopfschmerzen. Das ist nicht einfach. Also wenn man sensibel für sowas ist, dann ist das nicht die richtige Zeit, um nach Laos zu reisen. Und dabei bin ich gerade erst aus Thailand zurückgekommen. Ich bin extra einen Monat nach Thailand geflüchtet, um den ganzen aus dem Weg zu gehen. Also quasi von Mitte März bis Mitte April. Ja, hat dann halt ein bisschen geholfen. Ich hatte halt erwartet, dass dann halt Mitte April nach Pi Mai Lao das Ganze vorbei ist. Aber da habe ich mich verschätzt. Aber ich hätte auch einfach den AQI checken können. Also wie gesagt, wenn ihr den vor eurer Reise checken wollt, der Link ist hier unten drin. Ich packe ihn, glaube ich, auch nochmal hier oben im i rein. Dann ist er leicht zu finden. Und dann seid ihr vorbereitet, was das Thema angeht. Den Jungs da unten geht's richtig gut. Schön im Schatten, am Wasser. Da lassen sie es sich gut gehen. Ich freue mich auch schon, wenn wir unten am Mekong angekommen sind. Dann gönne ich mir auch eine Abkühlung im Fluss. Seit wir im Dorf angekommen waren, ist es jetzt auch nicht mehr so ein Trampelfahrt wie zu Beginn, sondern es ist eigentlich eine ganz anständige Sandstraße. Lässt sich super easy gehen und super easy reiten. Also so weit dürfte es, glaube ich, auch nicht mehr sein. Gegenverkehr. Lala. So, wir haben es geschafft. Wir sind unten am Mekong und ich bin kräftig durchgeschwitzt. And I see some happy horses and happy riders. Super hot. Ja, wir kriegen alle
schöne Dusche. Vorschau. Ja, ein Netz. Und wir sind zurück bei unseren Horse Stables. Mit unserer Ankunft unten am Mekong hat dann auch meine Kamera gestreikt, denn sie war überhitzt. Ist ja auch kein Wunder, bei dann letztendlich 41 Grad waren es dann mittags, nachdem wir 2 Stunden unterwegs waren. Wir haben dann einen schönen Tag noch unten am Mekong verbracht und jetzt werden die Pferde hier hinten abgeladen. Man sieht das hier hinter mir. Und dann werden sie noch versorgt und dann ist Feierabend angesagt. Allerdings, wenn ihr mal Lust habt auf so einen Ausritt, dann meldet euch gerne. Ich packe die Kontaktdaten von unseren Horse Stables nochmal unten in die Videobeschreibung rein und auch hier oben ins i. Dann war es das jetzt auch erstmal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Spaß hattet, uns dabei zu begleiten, durch die Berge zu reiten und zu wandern, dann lasst einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in diese beiden Videos rein. Ich glaube, die könnten euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald. Erstmal.